Mein Name ist Mirella Komor. Ich komme aus Hannover und arbeite jetzt seit 3 Jahren für Lyreco Deutschland als Content Managerin. Ich wollte immer so was wie Reporterin oder so was werden. Also, das war irgendwie Journalistin, Reporterin, so in die Richtung ist ja jetzt, ja, 'n bisschen weiter entfernt vom Content Management, sage ich mal. Ja, ich bin jetzt hier, ganz glücklich, wo ich bin, habe mich hier neuen Herausforderungen gestellt. Das große Projekt AX Semantics ist somit das größte Projekt bei uns überhaupt und, ja, das ist sozusagen mein kleines Baby. Die Reaktionen haben sich im Laufe der Zeit auch geändert, weil die, Aufklärung sozusagen größer wurde. Das sind natürlich alles neue Herausforderungen, große Sachen. Wenn man hört Automatisierung, denkt man natürlich: „Okay, kann eine Vereinfachung sein, kann aber auch technisch richtig schwierig sein. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt umsetzen? Was muss ich dafür können? Bin ich dafür überhaupt richtig ausgebildet?“ Und die Reaktionen der Kollegen oder auch, anderer Personen sind eigentlich immer auf jeden Fall durchweg positiv. Die sagen: „Oh cool, Automatisierung ist cool, automatische Texte ist cool.“ Aber natürlich auch, wird viel hinterfragt: „Ja, wie wird das denn gemacht und bin ich damit involviert und was ist denn jetzt mit mir?“ Also jeder, der irgendwie mit Content zu tun hatte, muss natürlich auch mit eingebunden werden. Und ja, aber man kann im Großen und Ganzen sagen, dass die Reaktionen darauf komplett durchweg positiv sind. Wir haben versucht, alle Kollegen immer mit ins Boot zu holen, auch was die Gestaltung der ganzen Projekte angeht, um da dann auch nicht im Alleingang zu fahren, weil automatisierte Texterstellung, so sehe ich das, ist auch eine Art Teamarbeit. Die kann nicht eine Person komplett alleine machen, sondern man braucht ja auch aus den einzelnen Fachbereichen, sage ich mal, Support. Und man kann sich auch immer wertvolle Informationen von anderen Kollegen holen. Ich kann ja nicht nur, weil ich dieses Tool beherrsche, weiß ich ja nicht alles über jeden Textbaustein, der dort rein soll. Da brauche ich ja den Input auch von Fachkräften. Und dieser rege Austausch oder dieser stetige Austausch auch zukünftig ist wichtig, um dann auch eine gewisse Qualität zu erreichen und ja, die User Experience noch besser zu machen. Ich bin noch jemand, der nur mit Excel-Listen gearbeitet hat und ich weiß, was es bedeutet, mit Excel-Listen zu arbeiten. Uneinheitlichkeit, Fehler, wiederholte Fehler und ja, manueller Aufwand eben, der dann natürlich auch an die Psyche geht, wenn man immer wieder in irgendwelchen Listen arbeitet und immer wieder dieselben Fehler passieren. Unterschiedliche Leute arbeiten an unterschiedlichen Listen. Es gibt keine Einheitlichkeit, was die Darstellung angeht, was das Inhaltliche angeht. Das war ja meine Idee auch schon vor 3 Jahren, diese große Datei, in der wir gearbeitet haben, das ist eine riesige Excel-Liste, zu digitalisieren. Das war ja eigentlich der Schritt, den ich machen wollte. Wir machen das jetzt komplett. Wir machen jetzt ein großes Projekt draus und wir machen das jetzt mit AX Semantics und werden im selben Zuge alle anderen Prozesse, was unsere Produktanlage, was die Datenbeschaffung, Datenpflege etc. angeht, komplett automatisieren. Im privaten Umfeld sagen alle, also da sagt jeder: „Toll, wow, das ist so was Tolles, was du machst.“ Also da kriegt man nur positives Feedback zurück. Ich habe alle Voraussetzungen bekommen. Ich habe die Zeit, das Invest, alles bekommen, um dieses Projekt zu machen und da bin ich auch sehr dankbar für. Deswegen gibt es nicht so viele Sachen, wo ich mich jetzt drüber ärgere, wie es vielleicht, weiß ich nicht, bei anderen vielleicht der Fall sein könnte, die sagen: „Wir kommen jetzt hier nicht grad weiter aus dem und dem Grund“ oder „Wir müssen jetzt Stopp machen.“ Das das musste ich nicht und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Diese Freshness mit reinbringen, das ist so spannend. Weil der Content, sage ich mal, ist ja nicht einmal geschrieben und bleibt dann für alle Ewigkeiten so. Die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Auch die Bedürfnisse der Kunden, der User, auch die Produkte selber ändern sich oder die gewünschten Informationen, die man dem Kunden mitgeben möchte, ähm, werden beispielsweise angereichert. Und das kann man eben mit so etwas ganz gut machen. Als ich die ersten Vorher-Nachher-Vergleiche gemacht habe.
und ich dann so von ein und demselben Produkt den alten Text hatte und den neuen und da habe ich erst mal gesehen, was wir geschafft haben. Das war so 'n Moment, wo ich dann gesehen habe: „Wow, das hat sich jetzt alles gelohnt und es ist so ein Mehrwert und das sieht so toll aus.“ Und das ja, da war man so 'n Stück glücklich, ja. Ich finde, wir sollten da offen in den Austausch gehen, in die Kommunikation. Ich frage zum Beispiel immer, wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich versuche vielleicht ein Vorbild zu werden. Ja, vielleicht will ich das werden, um vielleicht auch versuchen, Ängste zu nehmen und, Menschen auch zu supporten und ja, mit zu begleiten. Immer mutig sein und genau, es lohnt sich.